Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich bin heute bei den Eisenbahn- und Modellbahnfreunden Taufkirchen an der Vils. Und die haben hier eine Ausstellung, auf der ist jetzt zu Gast der Bockerl Fahr-Zur Verein oder Interessensgemeinschaft. Und ich begrüße den Bernhard Steinhauser. Die haben hier eine Eisenbahn aufgebaut zum Thema Hopfenanbau. Genau, schönen guten Tag. Ich begrüße euch alle recht herzlich im Namen von Bockerl Fahr-Zur. Und ihr könnt es jetzt hier im Laufe dieser kleinen Präsentation sehen. Wir haben eine Strecke von 23 Metern mitgebracht. Thema ist die Nebenbahn des Bockerl aus der Holledau mit den Endbahnhöfen Haag, Wolnzach, Mainburg und Richtung Freising hinaus. Und das Ganze wird gefahren in H0 mit Zweileiter? Also das Ganze ist eine H0-Anlage, Zweileiter Gleichstromsystem. Verwendet wird Schienenmaterial von Rocco und von Fleischmann. Alles ohne Beton, wir schottern alles selber ein. Warum schottert man selber ein? Weil man da die Möglichkeit hat, das viel individueller zu gestalten. Man kann Baustellen im Gleis mit einbauen, man kann die Schienen auswechseln, die Schwellen auswechseln von Holz, Stahl oder Beton notfalls einbauen. Also man ist da so vielseitig und ist einfach ganz nah an der Realität dran. Und hier ist jetzt an vielen Bereichen dann der Hopfenanbau in Szene gesetzt. Da haben wir hier ein Hopfenfeld, wahrscheinlich alles Eigenbau. Also alle Sachen hier im Bereich Hopfen sind von uns selber angefertigt worden. Das ist also, hier ist eine Szene zum Beispiel gezeigt, wie der Hopfen im Frühjahr schon bereits ganz kräftig zum Wachsen anfängt. Wenn man auf das andere Eck vorne hingeht, sind wir bereits in einem Bereich von der Mitte August, Anfang September drin, wo damals die Hopfenernte noch per Hand stattgefunden hat. Also die Arbeiter, die viel aus dem bayerischen Wald zu uns während dieser Zeit gekommen sind, saßen dann draußen im Feld und haben dann im Akkord gezupft. Und hier wird weiter gezupft, aber hier scheint Pause zu sein. Genau, das ist also eine wunderschöne Szene, die hat unser Günther Schreiner nachgestellt nach einer Postkarte. Da wird dargestellt, wie das Mittagsmahl draußen im Feld stattgefunden hat. Da hat also die Familie, der Bauer und die Bäuerin das Mittagessen rausgebracht. Das waren meistens irgendwelche einfachen Sachen, Kartoffelsuppen oder irgendwas. Und dort ist dann draußen auf dem Feld gemeinschaftlich Mittag gemacht worden. Dann ist jetzt hier auch eine schöne Lagerhalle zu sehen, auch in der Hallertau. Das erste hier vorne ist die Lagerhalle der Firma Hirmer auf dem Gelände des Auer Bahnhofs. Wir befinden uns also jetzt hier, wie man hier schön lesen kann, Au in der Halledau. Heute besteht dieses Gebäude noch und dieses Gebäude der Firma Heizöl Hirmer. Noch alle anderen Gebäude mussten leider schon einem neuen Industriegebiet weichen. Hier sieht man jetzt gerade so ein typischer Zug, wie er in der damaligen Zeit bei uns in Au öfters eingefahren ist. Wir haben natürlich auch regen Verkehr gehabt mit Gütern, die angekommen sind, neben dem Personenverkehr. Und diese Anlage sind Module, die man dann, oder Segmente, die man zusammenstellt. Genau. Das Ganze ist jetzt ein einziges großes Segment, das immer so aufgebaut werden muss, weil es zum Bahnhof dazugehört. Die restlichen Module hernach sind einfach kleine Stücke nach Fremo-Norm, die man dann unterschiedlicherweise immer wieder zusammensetzen kann. Fremo-Norm heißt im Endeffekt 50 cm normalen Modulbreite, genau in der Mitte die Gleise, an exakt einer vorgegebenen Stelle. Genau, 50 cm breit und in der Mitte muss das Gleis durchgehen. Und dann kann man rechts und links selber gestalten, wie man eigentlich möchte. Und das ist jetzt hier ein Hopfenfeld, das vorbereitet wird neu. Genau, so sieht es also momentan jetzt hernach im Oktober und November aus, wenn der Boden, sagt man, gefroren ist.
fährt man wieder rein und hängt die Drähte bereits für nächstes Jahr auf. Die hängen dann so wild noch nach unten und werden dann erst im Frühjahr von den Saisonarbeitern wieder in den Boden zu jeder Pflanze eingesteckt. Und dann ist hier vieles mit sehr viel Liebe und viel Zeit wahrscheinlich gebaut worden. Das ist der Originalnachbau. Es gab im Auer Bahnhof einen kleinen Schrottplatz und da gab es noch Bilder davon, die wir durch Zufall entdeckt haben in unserem Archiv, und dann habe ich versucht, diesen Schrottplatz dann einfach wieder darzustellen. Und dann ist jetzt hier gerade ein LKW, der auf einem Wagen Ladegut ablädt, das hier auf den Wagen soll. Jetzt kommt hier mal wieder Baureihe 57 vorbei mit einem kleinen Personenzug. Die Anlage hat hier auch ein paar Druckknöpfe und ein paar Attraktionen verbaut. Die können wir uns hoffentlich auch nebenbei mal anschauen. Und zwar kann man dann, das ist die Bentonitverladung in Berg oben, die hat damals so stattgefunden. Der Lastwagen ist gekommen, kann abladen. Und hier kann ich per Knopfdruck dann Beleuchtung einschalten, oder was mache ich da? Ja. Ah, das heißt, ich habe den Scheinwerfer. Sieht man fast nicht. Da ist nochmal ein Druckknopf. Und zwar handelt es sich da darum, ein Arbeiter, der in die Arbeit fahren wollte, musste noch seine Notdurft verrichten. Und dann ein Schrottplatz, nochmal eine Nummer größer, ein echter XXL-Schrottplatz. Ja, dieser Schrottplatz wurde von unserem Günther Schreiner erstellt, der Spezialist für Schrottplätze ist, wo der dafür einfach ein goldenes Händchen hat. Und da sind so viele Details drauf, die man sich einfach in Ruhe anschauen muss. Da sind über 100 Autos verbaut worden, die dann bewusst wieder zerstört wurden, um sie für diesen Schrottplatz fit zu machen, dass das wirklich aussieht. Oder auch hier vorne, typische Szene, auf Gabelstapler, Käfer drauf und dann wird da repariert und gemacht. Also ein mit äußerster Liebe dargestellter Schrottplatz. Der Schrottplatz geht hier fleißig weiter, oder das ist eigentlich dann Werksgeländeende, wahrscheinlich eine andere Schrottfirma. Ja, und zwar geht es da darum, an diesem Schrottplatz werden die Autos in eine Schrottpresse eingelegt und dann wird dieses Auto gepresst. Müssen wir ein bisschen nachhelfen. Aha. Ja. Und dann gibt es hier einen Knopf, wo man draufdrücken kann, Schrottpresse. Genau. Dann fährt die Schrottpresse zu. Und wenn man jetzt weiterschaut, kommen die verarbeiteten Teile, diese Schrottballen, kommen dann auf der anderen Seite, nachdem das alles gepresst worden ist, wieder raus. Eine tolle Idee, sowas mal wirklich als Funktionsmodell zu zeigen. Das ist wirklich klasse. Danke. Und die vielen Container, wo dann sortenrein alles sortiert und gelagert werden muss. Jetzt kommt mal eine Baureihe 211 vorbei. Und selbst auf solche Kleinigkeiten achtet man, wie hier eine Wäscheleine, auf der einiges wohl am Baumeln ist. Ja, im nächsten Modul wird noch dargestellt, wie zu der guten alten Zeit mit dem Schwartmäher und den Ochsen noch das Gras gemäht worden ist. Also auch eine Szene aus der guten alten Zeit, die wir da haben, wohl sehr gut umgesetzt. Natürlich darf man auch bei uns nicht vergessen, die gute alte Zeit von Woodstock und den alten Festivals
Flower Power Zeit und jeder möge sich seine eigenen Gedanken machen, was hier wohl in diesem VW-Bus gerade betrieben wird. Auch hier wieder ein weiterer Knopfdruck. Waldarbeiter heißt es da so schön, die wahrscheinlich dann hier am Sägen sind. Muss man den Knopf draufdrücken? Ah. Dieser Wald richtig dick, dicht. Eine kleine Brücke mit einem Weg. Also bei dieser Brücke handelt es sich um die sogenannte Brücke im Auer Tannet. Existiert heute noch und auf dieser alten Strecke ist momentan ein Radweg installiert worden, sowie auf allen Gleisen, die früher das Bockerl befahren hat, ist Radweg draus geworden durch unsere schöne Holledau. Und wenn man auf diesem Radweg fährt, sich daran zu erinnern, dass du eigentlich auf den alten Gleisen in Anführungszeichen unterwegs bist, ist einfach ein schönes Gefühl. Dann verfolgen wir die Baureihe 57 durchs nächste Modul, bei dem ich aber auch was zeigen muss, unbedingt. Da gibt es eine Straße, auf der ist eine Polizeikontrolle, die aber jetzt anscheinend kein zu schnelles Auto kontrolliert, sondern, ich habe mir vorher schon sagen lassen, einen Radfahrer wahrscheinlich blitzt, der hier fleißig flitzt. Ja, also bei diesem Radfahrer handelt es sich um eine Figur des bayerischen Lebens, die noch nicht mit dem E-Bike unterwegs ist, sondern noch alles mit Muskelkraft betreibt und fleißig da seine Runden dreht, immer wenn einer von unseren Besuchern aufs Knöpfchen drückt und dann heißt es wieder Radlfahrer, auf geht's. Und das Ganze läuft auf Basis von einem K-System mit Magnetspur oder mit irgend sowas? Ja, im Untergrund ist von der Firma Magnorail ein Kettensystem mit Magneten drin, die diesen Radlfahrer dazu bewegen, da weiterzumachen. Hier auch Nachbildung eines alten Schuppens. Na, Schuppen ist in dem Fall nicht ganz richtig. Das ist die Haltestelle von Gebronshausen, die da dargestellt ist. Das Gebäude ist im sogenannten Lasercut-Verfahren hergestellt worden. Also auch originalgetreu nachgebaut. Hier ein altes Foto zum Beispiel, das als Vorbild hier diente für diesen Bau. Immer wieder sind auch Hopfenfuhrwerke bei uns zu sehen, die diese Hopfensäcke dann vom Bauern zu den großen Annahmestellen befördert haben. Diese ganzen Hopfensäcke bei uns sind einzeln durchnummeriert. Kein Hopfensack hat die gleiche Nummer und auf jedem Hopfensack ist auch der Siegelbezirk aufgedruckt, zu dem dieser Hopfensack gehört. Das heißt im Modell auch jeder einzeln nummeriert? Einzeln nummeriert, es gibt keine Nummer doppelt. Da hat sich jemand wirklich Arbeit gemacht. Ja. Ja, zu der guten alten Zeit damals gab es natürlich auch viele Käfer. Und einer unserer Mitglieder ist Käferfan und hat gesagt, du, ich baue eine Käferwerkstatt. Und das Besondere an dieser Käferwerkstatt wird sein, wir machen da natürlich, so wie es sich gehört, da auch ein Innenleben hinein. Macht sie vor allen Dingen ganz gut. Die Umsetzung da drin, würde ich sagen, die ist einfach nur ganz toll gelungen, so wie man halt früher auf dem Land draußen geschraubt hat. Arbeitssicherheit war da noch ein bisschen, ja, sagen wir mal, im Hintergrund, aber sonst alles, was an Mechanik und Technik zur damaligen Zeit erforderlich war, war natürlich einwandfrei vorhanden. Dann kommen wir hier jetzt an einem Hof vorbei. Dieser Hof heißt bei uns der Gelbe Bauernhof. Hat der Günther gebaut. Hintergrund der Farbe Gelb ist, er ist bekennender BVB-Fan und hat es in einem seiner vielen Module da auch zeigen wollen. Die Besonderheit ist, oder das Hauptaugenmerk ist hier der alte Mähdrescher der Firma Glas, den wir da haben im Modell
erwerben können und wollen den hier auch der Bevölkerung zeigen, wie es früher einmal war. Früher war das berühmt und berüchtigt, dass die da noch die Sonnenschirme drauf gehabt haben. Heute fahren sie mit Klimakapellen, Klimaanlagen rum. Also es ging auch damals schon, dass man hat Getreide vernünftig ernten können, halt lang nicht so komfortabel wie in der heutigen Zeit. Ja, jetzt nähern wir uns dem nächsten Bahnhof, der auf der Strecke unterwegs war. Das war der Bahnhof Zolling. Hier mit einer Abladestelle für Holz, wo man innen drin ganz gut sehen kann, dass da irgendwas passiert sein muss. Irgendeine Spannvorrichtung muss sich gelöst haben und die Bretter sind leider von dem Wagen runtergerutscht. Schön, dass man sowas aber auch mal in Szene setzt. Jetzt mal die Frage, bei so vielen Details, die ihr hier baut, Ja. Wie viele Leute seid ihr? 1, 2 Dutzend oder wie viele seid ihr im Verein? Also wir sind wirklich bloß 5 Leute, 4 Gründungsmitglieder und haben seit 14 Tagen ein neues Mitglied dabei. Also im Moment sind wir 5 Leute. Mehr gibt es in unserem Verein nicht. Ja, dann haben wir hier natürlich auch unseren Starfotografen im Modell, der, wenn es drauf ankommt, immer wieder die Leute fotografiert und dann natürlich auch selbstverständlich die Fotos den Leuten dann überreichen kann, wenn einer besonders schön geschaut hat. Also da werden sich Kinder hier sehr freuen auf diese Ausstellung. Auf alle Fälle. Es sind ja haufenweise Kinder da. Genau. Also insofern ist das eine nette Idee, dass ihr da was habt, wo die Kinder auch einen Spaß haben. Und hier wird gerade Schurblattert. Ja, da wird ein kleines Standkonzert gegeben, als wir mit den Anhängern in Zolling zur Ausstellung gekommen sind. Das haben wir halt versucht, auf eine lustige Art und Weise im Modell umzusetzen. Hier gäbe es einen Abzweig. Sie haben ja hier bloß einen Teil Ihrer Module dabei, 23 Meter. Wie viel haben Sie insgesamt? Genau. Also wir haben mit uns allen 5 haben wir zusammen 120 Meter Modulanlage von dieser Qualität, wie sie hier zu sehen sind. 100 Meter sind davon sofort einsetzbar und 20 Meter sind laufend einfach immer im Überarbeiten mit dabei. Genauso kann man natürlich auch bei den Tieren sehen, wenn Gänse versuchen wegzufliegen. Da muss ich jetzt einen Knopf drücken. Ja, genau. Da ist so ein Schiebeknopf, mechanischer Knopf und den drücke ich jetzt mal. Nette Idee. Ja, jede Kleinigkeit, selbst hier ein Kasten Bier steht wohl am Feld oder irgend sowas, oder ist das Milch oder was soll das jetzt? Nein, das ist schon Bier, weil wenn der Bauer vorbeikommt und natürlich nichts zu trinken hat und die Viecher an erster Stelle stehen, fühlt er sich benachteiligt und sagt, Bier für mich muss immer mit dabei sein. Immer wieder so kleine Szenen, wie hier jetzt Abladen von alten Ziegeln, um irgendwelche Löcher in irgendwelchen Straßen wieder zu reparieren. Oder auch hier beginnen Baggerarbeiten, wo man darstellen kann, das gab es also in der damaligen Zeit auch. Unten drin steht einer, der am Baggerfahrer angibt mit dem Vermessungsstab, wie tief die Baugrube werden soll. Natürlich passiert es auch, wenn die Hektik auftritt, das heißt der Zug kommt, die Leute nicht aufpassen und plötzlich verliert der Bauer eine Milchkanne, schüttet die Milch aus. Das ist natürlich dann schon mehr als tragisch. Beim nächsten Modul qualmt es jetzt richtig. Und die Feuerwehr ist auch schon da. Ja, hier hat also unser Günther Schreiner das sogenannte Brandmodul gebaut. Das Problem war, du musst das Haus erst fertig bauen und dann musst du es wirklich anzünden.
Und nur wenn du es anzündest, kriegst du diese Originalstrukturen, wie sich das Holz verhält. Und dann im richtigen Moment das Wasser rüber zu kippen, das war die größte Herausforderung, wo er gesagt hat, wenn ich das übersehe, dann ist mein ganzes Modul kaputt. Ne? Wenn man dann nach vorne, kann man da noch reinschauen und da sieht man, wie unten drin ein alter T1-Bus drin steht, der leider den Flammen zum Opfer fällt. Ja, man kann es vielleicht ja ahnen, ich fürchte, man wird es nicht sehen. Aber hier auch alte Feuerwehr- und Polizeiwagen im Einsatz. Der Sanitäter rettet hier gerade jemanden. Und hier wird im Löschweiher noch Wasser abgepumpt, damit man mehr Löschwasser hat. Ja, im nächsten Modul kann man jetzt hier das Torfstechen erkennen. Im Ampertal wurde auch Torf gewonnen. Das war die einzige Stelle, soweit uns das bekannt ist. Und wir haben dort versucht, die alte Art und Weise des Torfabbaus darzustellen. Und wieder mal eines der vielen Hopfenfelder. Und das da vorne ist aber kein Hopfen, sondern Mais. Das ist Mais. Ja. Das Besondere daran ist, jede einzelne Pflanze muss vom Erbauer, die werden in Platten angeliefert, in Kunststoffplatten. Dann muss man mit der Pinzette die einzelnen Blätter verdrehen, die Kolben oben drauf kleben und dann noch bemalen. Eine Arbeit, die für den Winter da ist, vor dem Kachelofen und man sehr, sehr viel Geduld braucht, um das darzustellen. Die Vegetation hier vom Hopfen in diesem Zustand ist circa einen Monat, bevor er geerntet wird, also Ende Juli, Anfang August, wo die Hopfenreben voll sind, droben sind schon, anfangen eventuell auch umzukippen, dann ist es kurz vor der Erntezeit. Also Hopfen in allen Stadien hier bei den Modulen einzeln gezeigt, um eben tatsächlich Leuten auch zu erklären, in welchen Phasen der Hopfen wie ausschaut, Genau. Wer eben nicht aus der Gegend kommt. Ich zum Beispiel, für mich ist das jetzt ganz interessant. Ja, wir brauchen natürlich auch wieder mal irgendwas Lustiges und haben hier eine Schwarzbrennerei Asbach. Die gab es natürlich nicht, das ist fiktiv. Und da sind auch wieder so die eine oder andere lustige Szene wieder mit eingebracht, um den Besucher auch zum Schmunzeln zu bringen. So wie das Leben halt spielt. Und hier wird der Asbach gerade weggefahren. Diese ganzen Kisten, die man sieht, und Fässer, die haben wir uns extra von der Firma Kotol in Berlin anfertigen lassen, mit der Genehmigung, das Logo der Firma Asbach zu verwenden. Weil wenn du das verwendest, so ein Logo, und hast keine Genehmigung, dann wird das eventuell ganz schön kostspielig oder schwierig. Ja, im nächsten Modul sind wir beim Haltepunkt Sandelshausen angekommen. Der war kurz vor Mainburg. Steht jetzt, oder auf diesem Gelände steht jetzt die Firma Wolf und fertigt dort Heizungs- und Klimageräte. Und so sah dieser Haltepunkt zu der damaligen Zeit 1957 aus. Die Module sind bei euch alle irgendwo so, das kleinste da drüben zum Beispiel 15, 20 Zentimeter und die größten Meter 40, Meter 50. Genau.
Hier haben wir jetzt auch wieder Originalnachbau Kuhweide am Hundsbach. Das ist in der Nähe von Rudelzhausen oder Kirchdorf. Da ist also erhöhter Bahndamm da, der unten einen Durchlass hat. Und unser Manfred hat das also wunderbar in Szene umgesetzt. Dieses wunderbare Stück Gelände mit allem, was man sich so vorstellen kann. Ob das jetzt zum Beispiel ein Pfau ist oder Rebhuhn oder Kühe oder Ernteszenen. Also alles eigentlich so originalgetreu wie möglich versucht es darzustellen. Übrigens die ganzen Figuren und Tiere und Autos kann man zum größten Teil fertig erwerben von diversen kleinen Herstellern in ganz Europa. Ja, in H0 gibt es zum Glück inzwischen genug Hersteller, die sowas anbieten, weil ja der Markt auch groß genug ist. Und jetzt sehen wir hier ein kleines Modul, auf dem insgesamt 7 Gleise sind, auf dem man ein bisschen Platz hat, wahrscheinlich um Züge bereitzustellen. Genau. Aber ich sehe das jetzt hier in der Mitte etwas anders, schaut fast wie eine Drehscheibe aus. Genau, ich werde diese Drehscheibe mal kurz bedienen. Die Drehscheibe kann hier verdreht werden. Nehmen wir an, man kommt hier auf dem Hauptgleis rein, hängt ab und dann kann man die Lokomotiven wieder abstellen, wieder rausfahren, auf irgendein Gleis raus. Und es besteht auch die Möglichkeit, wir haben hier eine sogenannte Radreinigungsanlage mit integriert und werden die euch jetzt dann gleich einmal vorführen. Diese Bühne, diese Drehscheibe, schaut man so nach aus, mindestens 80 Zentimeter. Ja, nein, also im Endeffekt, das ist genau 1 Meter und insgesamt haben wir 1,50 Meter bei diesem ganzen Gerät da. Also so eine Art von Drehscheibe habe ich auch noch nie gesehen. Das ist bestimmt das erste Mal, dass ich sowas überhaupt, oder ich sehe es das erste Mal. Ja. Segmentscheiben kenne ich und ich kenne natürlich normale Drehscheiben. Und im Spur-1-Bereich zum Beispiel freut man sich schon, wenn man eine 80 cm Scheibe hat. Und die hat hier tatsächlich 1 Meter und hat hier tatsächlich dann 5 Gleise, die man dann auf 7 Gleisen flexibel verstellen kann, wo man wirklich einzelne Züge oder Loks bereitstellen kann. Ja, das Problem ist oder Problemstellung war, wenn ich auf eine Ausstellung war und ich brauche einen großen Schattenbahnhof, der Platz ist meistens nicht da, der ist ja eigentlich vergeudeter Platz. Und dann haben wir uns eben diese Spezialdrehscheibe da einfallen lassen, die sich also mehrfach sehr gut bewährt hat. Wir haben 2 Stück davon, die kann man auch notfalls noch hintereinander schalten oder in die Anlage direkt integrieren. Also die Spielmöglichkeiten, Variationsmöglichkeiten sind ganz enorm. Also wir versuchen euch jetzt hier mal zu zeigen, wie das funktioniert mit der Radreinigung. Wir kommen jetzt mit einem Zug an, der heißt, der muss geputzt werden. Und unser Markus in dem Fall ist jetzt Lokführer und wird die Radreinigung jetzt automatisch durchführen. Wir fahren jetzt hier über 2 Kontakte drüber. Dann aktiviert sich diese Radreinigungsanlage. Jetzt werden die Radkränze geputzt. Sinn und Zweck ist hier auch hauptsächlich mal die Waggons zu reinigen. Und dann zieht man die ganzen Waggons wieder weg. Und wenn man das regelmäßig macht, dann hat man wenig Ärger mit der Anlage bzw. mit dem Kontakt zur Lokomotive, weil der Staub einfach nicht mehr da ist. Und wer baut sowas, so eine Reinigungsanlage? Also die Reinigungsanlage ist jetzt von der Firma Lux. Lux ist dafür spezialisiert, solche Sachen zu machen. Da gibt es auch Staubsaugerwagen dazu, die man über die Anlage drüber schicken kann. Und das ist somit das Neueste, was Lux auf dem Markt hat. Und wir testen das jetzt hier gerade für unsere nächste große Ausstellung, 1., 2. und 3. November in Friedrichshafen am Bodensee. Und dieses Modul hier ist noch im Bau, das wird bestimmt dann auch genauso schön die Landschaft kriegen. Genau. Also hier hinten kommt noch Grün drüber und vorne kommen noch so ein paar Gimmicks rein.
kommt eine schöne Plexiglasscheibe vorne drauf, wo die Leute dann unten reinschauen können und dann mal schauen können, wie so auch die Elektrik uns immer wieder ein Schnippchen schlägt. Ne? Und nachdem man hier schon Elektronik sieht, wie wird hier gefahren? Digital, mit welcher Digitalzentrale? Wir fahren hier digital und wir verwenden die Steuerung der Firma Lenz, die uns in der letzten Zeit hier sehr gut begleitet und wir im Endeffekt keine Ausfälle haben, steuerungsbedingt. Also jetzt war das hier jetzt ein wunderschöner Ausflug in die Hallertau oder Holledau, je nachdem wie man es sagt, die nördlich von München ist, etwa 40 Kilometer weg, und das Hopfenanbaugebiet, in dem hier auch das bayerische Bier gebraut wird und genau. exportiert wird weltweit. Und auch getrunken wird in der eigenen Heimat. Uns hat Spaß gemacht, hier beim Bernhard Steinhauser zuzuhören, was er mir hier erzählen kann über diese Anlage. Das sind hier 23 Meter mit Segmenten, die hier in H0 aufgebaut sind. Insgesamt 100 Meter hat diese Interessengemeinschaft schon zusammengestellt. Und irgendwo gibt es immer wieder Ausstellungen. Und wenn man mal sehen will, wo die Ausstellungen sind, das findet man auf der Homepage, die ich jetzt auch einblende, vom Verein. Dann findet man, auf welchen Ausstellungen sie zu Gast sind. Ich bedanke mich beim Bernhard Steinhauser Dankeschön. für die Vorstellungen und für die Erklärung. Dankeschön.